Für mich ist die größte Freude, wenn die Gäste kommen und sagen, wie es da schön ist. Und dann gehen sie in die Wohnung und sind sie ganz begeistert. Und wenn das Wetter auch noch schön ist, dann sehen sie ins Lernen und gehen am liebsten schon gleich auch hin. Sagen sie oft, sie beneiden uns um das Leben, da, was wir haben, so die Ruhe. Ja, da ist der Thomas, mein Mann, und unsere 5 Kinder. Da ist halt einfach ein Hof mit Tierhaltung und viel Platz aus und dummer. Und das ist eigentlich das, was die Gäste suchen, nicht? Wo sie sehen, wie es halt so zugeht auf dem Hof. Wir sind hier in Völs am Schlern. Meine Eltern haben das Haus gebaut 1970, 71 und oben 1972 angefangen, zwei Ferienwohnungen zu vermieten. Und haben es nachher so 10, 15 Jahre getan, dann haben sie es gelassen. Und wir haben nachher wieder angefangen. Und das ist eigentlich einmal recht gut gegangen. Und nachher haben wir gesehen in Galing, dass nachher eigentlich die Nächtigungstage sind nachher zurückgegangen in Galing. Nachher ist ins Wirken, ja, etwas müssen wir jetzt tun. Eine Wohnung ist einfach über 40 Jahre alt gewesen und wie jeder weiß, wenn etwas einmal 40 Jahre alt ist, dann muss man einfach, ja, müssen tut man überhaupt nicht, aber wenn man will etwas bieten, dann muss man etwas tun. Man will halt, wie es heute halt ist, auch viel Wohnraum nach Süden machen. Was früher eigentlich ganz anders gewesen ist, haben wir dann in der Wohnung, wo wir eben umgebaut haben, ist einfach ein Schlafzimmer im Süden gewesen. Das haben wir alles umgedreht. Nicht? Ja, ich denke mir halt, ich möchte halt leider das tun, hinter denen ich stehen kann. Also ich möchte jetzt nicht irgendetwas anbieten, hinter denen ich nicht stehe. Und dann haben wir halt gesagt, jetzt wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir die Kubatur ausnutzen und die Wohnungen noch dazu bauen, haben wir 2 Wohnungen noch dazu gebaut. Jetzt haben wir 3 schöne große Wohnungen, wo wir eben Familien gut unterbringen und das ist eigentlich für unseren Hof das Ideale. Durch den Umbau sind eben die Nächtigungen auch wieder gestiegen, vor allem in der Nebensaison und auch im Winter haben wir mehr Gäste gekriegt. Und ja, dann sind wir mit dem Preis auch nach oben. Also ich würde sagen, so 2 Stunden am Tag bin ich am Computer. 30. Wenn ich da weitergehe, schau, da steht so. Die Technik erklären wir den Kindern, wenn ich oft etwas nicht verstehe, das ist fein. Aber schlussendlich, die muss noch schon essen. Ne? Ist das schon mal probiert? Nein, probieren wir es. Ja, mach schnell vor. Danke, gell? Kein Problem. Ich kriege halt auf dem Handy die E-Mails und ich merke halt, die Gäste sind mittlerweile auch sehr schnell. Also wenn wir einen halben Tag später, dass sie oft schon etwas gefunden haben. Also ich muss sagen, wir haben ganz wenige italienische Gäste mittlerweile, weil die Italiener buchen so spät. Und dann ist oft schon alles voll. Die Leute freuen sich über die schönen Wohnungen und sind gern bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen. Also wir haben die Bilder gesehen, die waren sehr schön und wir hatten schon ein bisschen Wert auf gehobene Ausstattung gelegt, das muss ich mal sagen. Ich denke, irgendwie in die Wohnungen sagen sie halt, die sind halt so top ausgestattet, da ist eigentlich alles drinnen. Wir wollten bewusst keinen Skiurlaub machen, sondern einfach ein bisschen auf dem Bauernhof sein und wandern gehen. Genau. Und ich klettere auch gerne. Ich klettere auch gerne. Ich spiele am liebsten Fußball. Das geht alles hier. Ja, die Kinder können sich draußen frei bewegen und haben Spaß im Stall beim Kühemelken.
Ja, man braucht keine Kinderanimation, weil der Bauer übernimmt den Part dann der Kinderbetreuung. Ja, wir haben halt die Milch selber, was wir ja jeden Tag melken. Die Gackeln haben wir selber, Fruchtaufstrich. Joghurt mache ich schon jahrelang auch und dann irgendwann auch angefangen, das in die kleinen Gläschen anzufüllen für die Gäste. Ich finde das Frühstück so schön, weil es meistens sehr frisch ist. Die Gäste schwärmen alle für die Gackeln, dass die so gut sind. Und die Kinder gehen da gerne mit in den Stall und holen sie vom Nest. Der gefällt ihnen ganz nah gut, wenn sie können, wie schauen, wie gemolken wird und wie die Kälber getränkt werden. Was ganz toll ist, aber hell ist halt auch im Seltenheitswert, ist, wenn einmal ein Kalb auf der Welt kommt, haben natürlich ein paar abends Glück und sägen das mal und die anderen, ja, hoffen wir halt, dass es noch kommt diese Woche, sagen sie noch nicht. Wir sind beide den ganzen Tag daheim und sehen jetzt oft den ganzen Tag nicht. Wir haben eigentlich unsere separaten Bereiche. Sie hat das Haus mit den Wohnungen und die haben einen Hof. Wir schaffen jetzt da nicht viel drin, aber falls es braucht zu helfen, dann können wir uns gegenseitig helfen. Nicht? Wenn da noch mal 2, 3 oder 4 Wohnungen sind zu putzen, dann müssen wir einfach zusammenhalten und dann tue ich halt am liebsten saugen. Samstags, wenn es so ein Wechsel ist, müssen alle ein bisschen helfen. Früher habe ich viele Angebote geschickt und nichts mehr gehört. Und bei den neuen Wohnungen haben wir die Angebote geschickt und die Leute haben gebucht. Das war einfach schon nachher ganz bärig zu sehen. Auch, ne? Ja, als Eingang war eher so klein. Dann haben wir einfach gesehen, wenn da mehr Leute ein- und ausgehen, dass es einfach fein ist, wenn man ein bisschen Platz hat beim Eingang, dass man auch einen Koffer niederstellen kann oder wenn die Leute abreisen, dass man noch einen Moment redet und nicht draußen im Freien steht und dass man sich auch nicht privat in der eigenen Wohnung drinnen hat. Und so ist das dann eigentlich entstanden, dass wir den Raum noch dazu gemacht haben. Dankeschön. Ja. Dann tschüss. Schönen Abend, gell? Die Gäste kommen noch zurück vom Wandern und von nehmen Ausflüge und dann ist wichtig, dass man eine Nummer ist, wieder zu reden, was den nächsten Tag läuft oder einfach, dass man halt Nummer ist, wenn sie etwas brauchen. Also wenn man nur auf den Bauernhof macht, wo die Gäste eigentlich sollen zur Ruhe kommen und sich erholen, dann ist das eine intensive Arbeit, wo man viel dienen kann oder kann nicht. Und wenn man so die ganze Energie für sich nimmt, dann kann man es halt ordentlich machen. Wenn man einen Urlaub auf dem Bauernhof hat, dann muss man das auch ein bisschen selber leben.